Hallo und herzlich willkommen zu der Evaluierung von ShenQL. Zunächst einmal vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, an der Evaluierung teilzunehmen. Was ist ShenQL? ShenQL ist eine sogenannte Domain-Specific Query Language für bibliografische Metadaten. Das heißt, dass die Sprache speziell auf diese Domäne zugeschnitten und optimiert ist, um dem Nutzer so zu helfen, mit möglichst wenig Aufwand an die Informationen zu gelangen, die er benötigt. Bibliografische Metadaten sind Informationen zu Publikationen. Dies können beispielsweise Referenzen und Zitationen sein, Namen von Autoren oder Konferenzen sowie Journale, wo eine Publikation veröffentlicht wurde. Diese Daten stammen im Fall von ShenQL aus der DBLP sowie einigen zusätzlichen Quellen, da beispielsweise keine Zitationen in der DBLP aufgeführt werden. Für die Evaluierung musst du einen Fragebogen ausfüllen. Dieser gliedert sich in 4 Teile. Zunächst werden einige Fragen zu deinem bisherigen Wissensstand im Zusammenhang mit SQL und bibliografischen Metadaten gestellt. Anschließend folgen 2 Teile, in denen du Fragen mit Hilfe von ShenQL und SQL beantworten musst und abschließend noch einige Fragen über den Gesamteindruck von ShenQL. Für die Beantwortung der Fragen benötigst du ein paar Grundlagen, welche dir jetzt nachfolgend erklärt werden. Beginnen wir damit, den Unterschied zwischen Referenzen und Zitationen von Publikationen zu klären. Auf der Grafik ist eine Publikation zu sehen, welche mit P gekennzeichnet wurde. In der Menge Y befinden sich nun die Zitationen von P, das heißt alle Publikationen, welche P zitiert haben. Die Menge X beinhaltet die Referenzen von P, also alle Publikationen, die P selber zitiert bzw. referenziert hat. P ist somit eine Zitation von X0 und X0 ist eine Referenz von P. Dies kann zunächst ein wenig verwirrend sein. Solltest du hierzu Fragen haben, so sprich bitte deinen Versuchsleiter an. Da du einen Teil der Fragen mit Hilfe von SQL beantworten sollst, werde ich noch einmal ganz kurz ein paar Grundlagen hierzu erklären. Da es sich bei den Aufgaben um reine Abfragen handelt, benötigst du lediglich das Select-Statement. Außerdem ist es dir erlaubt, bei Bedarf einen View zu erstellen. Du kannst während der gesamten Evaluierung auf das Internet zurückgreifen, falls du etwas nachlesen möchtest. Hierfür kannst du Google oder andere Suchmaschinen verwenden oder auf Seiten wie beispielsweise W3 Schools zurückgreifen. Zusätzlich befindet sich vor dir auf dem Tisch einmal das ER-Modell der zugrunde liegenden Daten und Beispiele aus dem Datenbankschema. Hier kannst du wichtige Attribute sehen, die zum Beispiel für Joins wichtig sind. Als kleines Beispiel zeige ich dir nun einen einfachen Query sowie einen Query mit einem Join. Auch hier kannst du wieder deinen Versuchsleiter ansprechen, falls es offene Fragen geben sollte. Ich empfehle dir, deine Abfragen in einem Texteditor, beispielsweise gedit, zu schreiben. Du kannst hier unten als Syntax-Highlighting SQL einstellen, da es einfach etwas komfortabler ist, die Queries zu bearbeiten, falls du nochmal etwas abändern möchtest. Wir beginnen mit einem einfachen Query, in dem wir alle Personen ausgeben möchten, die Chen Li heißen. Hierfür gibt es 2 Tabellen. Es gibt einmal die Tabelle Personen und Personennamen. Das hat einfach den Hintergrund, dass in der DBLP viele Leute sind, die mehrere Namen haben und in der Personentabelle befindet sich nur der primäre Name. Es kann aber auch hier sein, dass es Personen gibt, die eben weitere Namen haben. Und hierfür schreiben wir jetzt einfach ein Select Name from Person Names where Name, jetzt verwenden wir das Like Keyword. Wir könnten auch auf Gleichheit prüfen, aber wir wollen ja alle, die irgendwie wie Chen Li heißen. Und dafür können wir hier einfach noch einen Wildcard anhängen. Jetzt kopieren wir das Ganze. Und entweder machen wir jetzt einfach einen Rechtsklick einfügen oder Steuerung Shift V. Jetzt sehe ich schon, hier habe ich die ganzen Chen Lis. Wenn hier eine Zahl hintersteht, dann heißt das einfach, dass die in der DBLP bereits disambiguiert wurden, das heißt eindeutig identifiziert wurden. Genau, und jetzt wollen wir einen bisschen komplizierteren Query durchführen. Wir möchten wissen, wer die Publikation DBLP Some Lessons Learned geschrieben hat. Hierfür gucken wir uns nochmal das Datenbankschema an. In dem Fall brauchen wir nur den Primärnamen und wir müssen gucken, okay, wer hat diese Publikation geschrieben. Das heißt, wir brauchen die Person Authored Tabelle und wir sehen schon hier der Person Key passt mit dem Person Key zusammen und dann müssen wir zuletzt die Publikationen joinen, das heißt der Publikationskey hier auf den Publikationskey der Publikationstabelle. Das heißt, wir bearbeiten den Query und schreiben Select Primary Name from Person. Ich verwende jetzt hier noch einen Alias, das heißt, ich schreibe SP, einfach damit ich nicht immer Person schreiben muss.
Ich kann aber auch einfach nur das P dranhängen, das ist die Kurzschreibweise von dem SP. Und führe jetzt einen Inner Join durch. Auf die Tabelle Person Authored Publication, die ich jetzt mal mit PAP abkürze. Und jetzt muss ich bei einem klassischen Join das On-Statement verwenden. Das heißt, ich gehe auf P-Person-Key gleich PAP-Person-Key. Und jetzt joine ich noch die Tabelle Publication. Die nenne ich einfach pub. On pub.publication key gleich PAP.publication key. Jetzt kommt das where, wo ich schreibe, okay, where, ich will den Titel der Publikation, das heißt pub.title gleich. Ich prüfe jetzt hier auf Gleichheit, weil ich den Titel in dem Fall eindeutig kenne. Man könnte das auch wieder mit einem Like machen. Das Semikolon ist wichtig und nicht vergessen, dass SQL auch für Strings Anführungszeichen verwendet. Ich kopiere das Ganze, füge das hier ein. Der Query dauert einen Moment, weil wir zwei relativ große Tabellen joinen müssen. Und hier habe ich das Ergebnis. Okay, jetzt, achso, wir können noch einen zweiten Teil machen. Ich habe ja bereits gesagt, dass die Keys im Datenbankschema sind darauf ausgelegt, dass wir auch einen Natural Join machen können, weil die in dem Fall gleich heißen. Dadurch können wir uns quasi hier diese On-Syntax sparen. Wir entfernen das einfach und machen aus dem Join einen Natural Join. Und somit passiert im Grunde genommen das Gleiche, aber wir können die Abfrage etwas verkürzen. Das heißt, ihr müsst nicht immer darauf Acht geben, das On-Statement zu verwenden, weil der Natural Join etwas leichter von der Handhabung ist. Genau. Jetzt möchte ich dir noch kurz zwei Queries mit Shenquel vorstellen und vor dir befindet sich dafür ein Cheat Sheet, auf welchem die wichtigen Sprachelemente dargestellt sind. Für die Evaluierung wurde dieses auf die wesentlichen Elemente beschränkt. Ich zeige dir nun, wie du die Queries, die wir eben in SQL ausgeführt haben, in Shenquel ausführen kannst. Bitte achte auch hier auf das Semikolon am Ende deines Queries und falls du Strings benutzt, müssen diese auch wieder in Anführungszeichen. Wir machen also erstmal den Query, wo wir uns die Personen, die Chen Li heißen, ausgeben wollen. Hierfür schreibe ich persons named Chen Li. Ich brauche hier kein Wildcard, ich muss auch kein Like verwenden, da das persons named bereits darauf ausgelegt ist. Das Ergebnis sieht von der Darstellung her etwas anders aus, ist aber vom Inhalt her genauso wie die Anfrage in SQL eben war. Genau, für die zweite Abfrage, das heißt, wer hat die Publikation DBLP Some Lessons Learned geschrieben, mache ich das Ganze so. Persons, also ich will Personen zurückgeben, authored und jetzt einfach als String DBLP Some Lessons Learned. Wie gesagt, bitte auf das Semikolon achten. Es dauert auch hier wieder einen Moment und ich kriege auch wieder heraus, dass das der Herr Michael Lai war. Was ich jetzt hier verwendet habe, ist gleichzeitig schon ein Literal. Also ich habe, wenn ihr auf dem Cheat Sheet nachguckt, seht ihr, dass das Authored als Attribut eigentlich eine Publikation fordert. Ich habe jetzt hier aber nicht mehr speziell eine Publikation angefordert, sondern ich bin direkt über das Literal gegangen. Das heißt, ich konnte anstelle eines Queries nach einer Publikation einfach hier den String hinschreiben, wie die Publikation heißt, weil der Titel von einer Publikation ist ein Literal. Die Langform des Queries wäre quasi person authored. Und jetzt muss ich Klammern verwenden, weil ich jetzt quasi eine Subquery erstelle. Publications titled DBLP Some Lessons Learned. Das Ergebnis ist genau das gleiche, nur es ist halt die längere Schreibweise.
Genau. Bitte wendet euch an euren Versuchsleiter, falls hierzu noch Fragen bestehen. Und ansonsten würde ich euch nur noch ganz kurz einmal eine Aggregatfunktion zeigen. Die seht ihr auch auf der linken Seite von dem Cheat Sheet. Und hierzu würde ich mir jetzt einfach mal die meist zitierten Publikationen von 2015 ausgeben lassen. Nach einer Aggregatfunktion ist auch wieder eine Klammer wichtig. Das heißt, wenn ihr hier Klammern seht auf dem Cheat Sheet, dann müsst ihr eigentlich auch immer Klammern setzen, außer wie gesagt, ihr verwendet das Literal. Genau, jetzt haben wir hier die 5 meist zitierten Publikationen aus dem Jahre 2015. Das war's. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Evaluierung.